Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 10 – Das Verschlusssystem. Heute setze ich alle Teile, die man hier sieht, zu einem vollständigen Boot zusammen. Um das zu tun, muss ich allerdings noch einige Vorbereitungen treffen. Als erstes befestige ich die Deckshaube auf dem Heck. Dazu benutze ich ein Hakensystem, das das Deck auf dem Heck fixiert. Vorne greifen Zapfen in diese Hülsen und hinten muss ich noch einen Haken montieren, der in eine Welle greift. Hier ist der Haken. Das Deck habe ich in regelmäßigen Abständen mit Spanten versteift. Im vordersten Spant sind die Zapfen eingeklebt, die in die eben gezeigten Hülsen eingeführt werden müssen. Und hier sieht man die Welle, in die der Haken eingreifen soll. Den Haken montiere ich auf der Montageplatte des oberen Seitenruderlagers. Die zwei kleinen Schrauben hier sollten dazu genügen. Damit sie nicht stören, sind die Schrauben versenkt angebracht. Ich habe die passenden Gewinde direkt in den GFK-Haken geschnitten. So, der Haken ist dran, die Montageplatte kann wieder angebracht werden. Wenn ich jetzt die Deckshaube aufsetze und nach hinten schiebe, fügen sich Haken und Zapfen in ihre Aufnahmen und die Deckshaube sitzt nun fest auf dem Heck. Wenn ich das Heck am Boot montiert habe, kann die Haube nicht mehr nach vorne rutschen und ist so gegen ungewolltes Lösen gesichert. Als nächstes befestige ich das vordere Deck auf dem Bug. Ich habe auf der unteren Seite des Decks 3 Magnete aufgeklebt. Vorne ist ein Haken angebracht. Und hinten sitzt eine flexible Platte aus GFK. Jetzt muss ich noch die entsprechenden Gegenstücke am Bug montieren. Ich möchte 2 Magnete an der Montageplatte des Druckausgleichsventils befestigen. Dazu nutze ich die bereits vorhandene Verschraubung. Fast wäre mir beim Lösen der Schraubverbindung mal wieder ein Teil in den Bug gefallen, aber diesmal habe ich Glück gehabt. Auf diesem Aluwinkel befinden sich die gewünschten Magnete. Sie passen zu diesen beiden Magneten auf der Decksplatte. Alle Magnete habe ich übrigens mit dünnen GFK-Platten gegen Kontakt mit Wasser versiegelt. Dadurch geht mir zwar etwas Haltekraft verloren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Magnete so länger halten. Die dünne Vernickelung an der Oberfläche ist sicher nicht dafür gedacht, dass sie dauernd ins Wasser kommen. Weiter vorne am Deck ist ein Einzelmagnet, zu dem dieses Gegenstück gehört.
Es wird vorne am Bug mit versenkten Schrauben befestigt. Da das Teil magnetisch ist, kann ich es leicht an der vorgesehenen Stelle positionieren. Die Montagearbeiten am Bug sind jetzt erledigt und ich bringe die vorderen Tiefenruder wieder in eine sichere Position. Jetzt kann ich das Deck auf dem Bug aufsetzen. Im hinteren Teil des Bugs ist oben ein Ausschnitt angebracht, in den die flexible GFK-Platte eingreift. Wenn ich die Decksplatte biege, kann ich den Haken vorne in den zugehörigen Ausschnitt einführen. Die Magnete in der Mitte ziehen das Deck gerade und so sitzt es jetzt sicher auf dem Bug. Zum Schluss muss ich nur noch die Wartungsöffnung im Bug verschließen. An die Wartungsklappe habe ich 4 GFK-Plättchen angeklebt. Damit überbrücke ich den Abstand zu den Vertiefungen im Bug. So liegt die Platte plan auf dem Rumpf auf. Da ich davon ausgehe, dass ich die Klappe nicht mehr oft öffnen muss, fixiere ich sie einfach mit 4 Schrauben. Als nächstes möchte ich den Turm auf dem Rumpf montieren. Dazu benutze ich diese Teile. In die Schlüssellöcher dieser Platte sollen Schraubenköpfe eingreifen. Und dieses Teil soll das unbeabsichtigte Lösen des Turmes verhindern. So sieht das Ganze zusammengebaut aus. Das obere Teil lässt sich vom unteren wegbiegen. Und das möchte ich mit den Rampen auf diesem Riegel erledigen, indem ich ihn nach vorne und nach hinten bewege. Auf dem Schiffsrumpf habe ich Schrauben montiert, welche in selbstsichernden Muttern sitzen. Dadurch kann ich den Abstand zwischen Deck und Schraubenköpfen einstellen. Die Schraubenköpfe greifen in das Schlüsselloch ein und die Bohrung in dem federnden Teil arretiert den Schraubenkopf im Schlüsselloch. Ich kann das Teil erst wieder lösen, wenn ich den federnden Teil vom Schraubenkopf abhebe. Von diesen Verriegelungen habe ich 2 vorgesehen, die ich simultan öffnen und schließen muss. Und das erledigt der Riegel mit den Rampen, den ich hier in seine Kulisse einhänge. So ist der Mechanismus verriegelt. Und so wird er entriegelt. Den Verriegelungsmechanismus und weitere Schlüssellöcher am vorderen und hinteren Ende des Turms habe ich im Turm festgeklebt. Nur der Riegel und die federnden Elemente lassen sich noch bewegen. So kann ich den Turm jetzt ganz einfach auf dem Rumpf fixieren. Für die Ver- und Entriegelung benötige ich lediglich einen Schraubenzieher. Den stecke ich in den dafür vorgesehenen Schlitz im Riegel und kann so ver- und entriegeln. Jetzt benötige ich noch eine Vorrichtung, um die Technikgröße im Druckkörper zu arretieren. Dazu benutze ich diesen Gewindeeinsatz und dieses Kegelrad mit 40 Zähnen im Modul 1. Die beiden Teile montiere ich zusammen und benutze dazu Messingschrauben,
weil sich dieses Teil außerhalb des Druckkörpers im Wasser befinden wird. So vermeide ich Korrosion durch Elementbildung, weil Schrauben und Gewindeeinsatz aus dem gleichen Material sind. Dieses Teil soll benutzt werden, um das Technikgerüst mit Hilfe des Verschlussbolzens beim Aufschrauben in den Druckkörper zu ziehen. Zum Drehen des großen Kegelrades benutze ich ein entsprechendes Gegenstück mit 10 Zähnen und komme so auf eine Übersetzung von 4:1. Drehmoment soll über die Bohrung im Zahnradschaft übertragen werden. Damit ich den Schaft dabei nicht spalte, versehe ich ihn mit einer Messinghülse. Diese Welle wird zum Drehen des kleinen Kegelrades benutzt. Deshalb besitzt sie am oberen Ende einen Sechskant, an dem ich einen passenden Schlüssel ansetzen kann. Am unteren Ende ist auch hier eine Querbohrung vorgesehen. Die Welle wird in vorbereitete Bohrungen in dieser Lagerplatte eingesetzt. Gleichzeitig verbaue ich auch das kleine Kegelrad. Nachdem ich die Querbohrung aufeinander ausgerichtet habe, verbinde ich Zahnrad und Welle mit einem passenden Messingdraht. Dieser braucht nicht zusätzlich gesichert werden, weil er stramm im Kunststoffschaft des Kegelrades sitzt. Diesen Kunststoffring benötige ich, um das große Kegelrad an seiner Position zu halten, denn es wird nicht von einer Achse zentriert, solange kein Verschlussbolzen eines Technikgerüstes darin steckt. Ich benutze 6 Schrauben zur Montage dieser Platte, weil beim Ein- und Ausbauen des Technikgerüstes große Kräfte entstehen. Das liegt daran, dass ich zum Abdichten des Technikgerüsts im Druckkörper 5 mm starke O-Ringe benutze. Die können zwar große Toleranzen ausgleichen, lassen sich jedoch im Druckkörper nur schwer verschieben. Den Gewindeeinsatz lagere ich vorne und hinten auf Teflonscheiben. So minimiere ich wenigstens hier die Reibung. Hier sieht man den Druckkörper, der aus einem handelsüblichen 125 mm Abflussrohr besteht. In der Mitte ist schon der Zentralverschluss montiert, den ich gleich noch detailliert zeigen werde. Hier lege ich zunächst die zweite Teflonscheibe in die dafür vorgesehene Vertiefung ein und kann jetzt die Lagerplatte mit den Kegelrädern einbauen. Wer die Videos in meinem Kanal verfolgt, kennt sicherlich schon eines meiner Spezialwerkzeuge, den Silikonschlauch. Der hilft mir auch hier wieder weiter bei den tief im Innern liegenden Schrauben, die man mit der Hand schlecht erreicht. Nachdem nun der Verschlussmechanismus eingebaut ist, kann ich das Technikgerüst in den Druckkörper einsetzen. Ich schiebe es ein, bis der Verschlussbolzen den Gewindeeinsatz berührt. Mit dem von oben zugänglichen Sechskant kann ich jetzt das Technikgerüst komplett in den Druckkörper ziehen. Ab jetzt schließt der O-Ring den Druckkörper wasserdicht ab und hier sieht man, wie sich der Verschlussbolzen des Technikgerüstes bewegt. Schließlich erreicht das Endshot des Technikgerüstes die vorgesehene Position. Hier kann man den Zentralverschluss im nicht eingebauten Zustand noch sehen. Die O-Ringe am Verschlussbolzen dichten den Druckkörper auf dieser Seite ab. Der Aluminiumdorn, den man hier sehen kann, greift in die zugehörige Bohrung im ersten Spant des Technikgerüstes ein. So sorgt er dafür, dass man das Technikgerüst nur in der richtigen Lage einsetzen kann. Außerdem ist so sichergestellt, dass die Steckverbinder des Technikgerüstes zu den Steckverbindern des Zentralverschlusses ausgerichtet werden. In dem rechteckigen Kanal zwischen den beiden Zentralverschlussschots verlaufen die Kabelverbindungen der beiden Steckverbinder. Die beiden großen O-Ringe dichten den Druckkörper zum Zentralverschluss ab
Die Löcher für die Verschraubung des Zentralverschlusses liegen also außerhalb des Druckkörpers. Und hier sieht man noch einmal den Verschlussmechanismus in der 3D-Animation. So sieht das im Inneren des Druckkörpers aus. Unten der Dorn ist auf die Bohrung ausgerichtet, daher fluchten die Steckverbinder zueinander. Jetzt taucht der Verschlussbolzen in seinen Sitz ein und dichtet hier mit 2 O-Ringen ab. So soll das sein. Da ich nun alle Vorbereitungen abgeschlossen habe, kann ich das Boot zusammensetzen. Den Druckkörper schiebe ich in den Mittelteil des Rumpfes. Er wird jedoch nicht darin befestigt. Als nächstes kann die Heckbaugruppe in den Druckkörper eingeschoben werden. Da der Druckkörper im mittleren Rumpfteil nicht festsitzt, kann ich die Rumpfteile aufeinander ausrichten und die Führungsdorne in ihre Aufnahmen einschieben. Als nächstes wird das Heck, wie gerade eben beschrieben, im Druckkörper eingeschraubt. Genauso mache ich das mit dem Bug. In den Druckkörper einschieben, Führungsdorne auf ihre Aufnahmen einrichten und den Bug mit dem Druckkörper verschrauben. Hier sieht man, wie die Führungsdorne in ihren Aufnahmen verschwinden. Durch die ganzen Führungen ist der Druckkörper nun in seiner Position festgelegt. Jetzt fehlt nur noch der Turm. Ich habe die Turmverriegelung schon in die Geschlossenstellung gebracht. Beim Einrasten der Verriegelung konnte man ein leises Klicken hören. Alle notwendigen Teile sind nun fest mit dem Boot verbunden und der Druckkörper ist komplett geschlossen. Das Boot ist fast so weit, dass man damit fahren könnte. Es fehlt lediglich die Trimmung. Das jedoch werde ich erst im nächsten Teil durchführen. Dann wird das Boot endlich Wasser sehen. Also bis dahin, Matze sagt wie immer, Tschüss!